Stellen wir uns einen richtig heißen Sommertag vor. An so einem Tag brauchen alle extrem viel Wasser. Zum Trinken, zum Duschen, zum Kühlen, zum Bewässern. Ein sehr hoher Wasserbedarf. Die öffentliche Wasserversorgung muss dann dementsprechend die Wasserressourcen wie Grundwasser, Talsperren oder Quellen, die Aufbereitungsanlagen im Wasserwerk und die Behälter der Trinkwasserverteilung besonders effektiv nutzen. Denn auch an Tagen mit Spitzenverbrauch soll immer genug Wasser aus den Leitungen fließen. Aber wie wäre es, wenn man bereits im Voraus wissen könnte, wie viel Wasser zu welchem Zeitpunkt und von welchen Nutzern gebraucht wird und den Verbrauch durch Anreize steuern könnte? Fachleute wie der Digitalexperte Martin Wagner vom Technologiezentrum Wasser entwickeln aktuell Tools, mit denen sich der Trinkwasserbedarf vorhersagen lässt. Einige Wasserversorgungsunternehmen testen bereits die neuen digitalen Möglichkeiten und wirken bei der Weiterentwicklung mit. Damit Wasserversorger ihre eigene Trinkwasserproduktion besser steuern können oder auch den Bezug von Wasser von Vorlieferanten wie den Harzwasserwerken besser planen können, benötigen sie Prognosen des Trinkwasserbedarfs. Und genau dort setzt unsere Arbeit an im Rahmen von Trinkextrem. Wir haben Prognosemodelle entwickelt und sogar einen Webservice, womit es möglich ist, den künftigen Trinkwasserbedarf vorherzusagen. Das ist wie eine Wetter-App, bei der man anstelle des Wetters den Trinkwasserbedarf für die nächsten kommenden 10 Tage abrufen kann. Die Prognose basiert auf Daten von Wasserversorgungsunternehmen. Genauer gesagt schauen wir uns historische Zeitreihen des Wasserbedarfs an, beispielsweise der letzten 10 Jahre. Im Rahmen von Trinkextrem haben wir von den Wasserversorgern sehr viele Daten erhalten, mehrere Gigabyte. Diese Daten verknüpfen wir dann mit zusätzlichen Daten, zum Beispiel Daten des Deutschen Wetterdienstes, also Klimadaten. Im nächsten Schritt nehmen wir Algorithmen oder Verfahren des maschinellen Lernens, heutzutage sagt man dazu auch KI-Algorithmen, und mit diesen können wir dann Muster extrahieren, die uns erklären, unter welchen Umständen, unter welchen Wetterbedingungen beispielsweise sich der Wasserbedarf verändert. Auf diese Art und Weise können wir Prognosemodelle erstellen, damit wir in der Lage sind, den zukünftigen Wasserbedarf vorherzusagen. Eigentlich ganz einfach. Die Harzwasserwerke versorgen mit ihren 6 Talsperren weite Teile Niedersachsens und rund 2 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Eine davon ist die Eckartalsperre bei Bad Harzburg. In den vergangenen Jahren konnte man immer wieder lange Trockenphasen beobachten, in denen die Wassermenge schnell weniger wurde. Andreas Lange ist Leiter Ressourcen bei den Harzwasserwerken und erklärt, wie die neue Software in der Praxis unterstützen kann. Gerade hier im Harz haben wir ein großes Wechselspiel zwischen sehr nassen Perioden und großen Dürren, und darauf müssen wir uns im Talsperrenbetrieb einstellen. Von dem neuen Tool erwarten wir uns punktgenaue Wasserbedarfsprognosen für die Übergabepunkte zu unseren Kunden. Dadurch ist es uns möglich, mit diesen KI-basierten Vorhersagen, die sehr genau sind, uns auf risikobehaftete Situationen einzustellen, und letztendlich werden dadurch Schäden in unserem Versorgungssystem minimiert bzw. verhindert. Eine weitere Idee im Trinkextrem-Projekt ist es, mit dynamisch angepassten Preisen die Wassernachfrage zu steuern. Im Gegensatz zu Strom kostet Trinkwasser bisher immer den konstant gleichen Preis pro Kubikmeter, egal wann die Entnahme erfolgt. Angesichts der Herausforderungen lohnt es sich jedoch für Wasserversorger, an dieser Stelle dynamisch zu denken. Zu diesem Thema arbeiten die Wirtschaftswissenschaftler Prof. Marc Oehlmann und Christoph Zichy von der Mokons GmbH & Co. KG mit ihrem Team. Herr Professor Oehlmann, erklären Sie doch bitte kurz, wie die Grundidee eines dynamischen Preismodells für Trinkwasser lautet. Die Grundidee eines dynamischen Preismodells ist es zunächst, knappe Ressourcen bestmöglich zuzuteilen. Das ist die ökonomische Definition davon. Bei zunehmenden Knappheiten die Preise steigen und damit Anreize gesetzt werden, dass die Nachfrage sinkt, und umgekehrt, wenn wir ausreichend Kapazitäten haben, dass in so einer Situation die Preise sinken, um an den Markt, an die Nutzer zu transportieren,
dass wir eben auch keine Engpässe zu erwarten haben und deshalb Nachfrage ganz normal erfolgen kann. Herr Zichy, welchen konkreten Mehrwert hat das für den Wasserversorger? Bisher ist es so, Kunden der Wasserversorger fragen Wasser nach und Wasserversorger müssen liefern. Das heißt, sie wissen im Zweifel nicht immer, reichen die Kapazitäten oder nicht. Sie drücken so ein Stück weit die Daumen, dass die Kapazitäten reichen und durch entsprechende dynamische Preismodelle werden Wasserversorger dieser Nachfrage nicht mehr komplett ausgeliefert. Was hat das jetzt für Mehrwerte, für Vorteile für die Versorger? Naja, erstens wäre es so, dass entsprechende Kapazitätsengpässe vermieden werden können und dass nicht notwendigerweise in dem Ausmaß Investitionen erfolgen müssen, um entsprechend ganz große Kapazitäten zu schaffen, die nur an wenigen Tagen im Jahr genutzt werden. Der zweite Aspekt ist das ganze Thema der Betriebskosten. Wenn Wasserversorger es schaffen, die Nachfrage ein Stück weit zu vergleichmäßigen, dann sind sie in der Lage, Betriebskosten einzusparen. Denn wenn wir an das Thema der Energiekosten beispielsweise denken, dann müssen wir sicherstellen, dass Druckerhaltung gewährleistet ist im Netz. Und wenn sozusagen die Nachfrage nicht mehr so stark schwankt, dann wirkt sich das positiv aus. Mein Fazit für heute. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind schon praktische Realität. Sie stecken beispielsweise in Prognosesoftware und Preismodellen. Die Wasserwerke können sich mit diesen innovativen Tools optimal auf Extremwetterereignisse wie lange Trockenphasen vorbereiten. Wir sehen uns.